Wenn du ein warmes Getränk abends vorm Schlafengehen genauso liebst wie ich oder zur Abwechslung etwas Koffeinfreies für den Morgen oder Nachmittag suchst, dann habe ich 3 leckere, gemütliche Drinks für dich, die gesunde Haut und Haare von innen unterstützen. Eine lieblich wohlige Kardamom-Rosenmilch, eine wärmende, hormonfreundliche Schwarzkümmel-Vanillemilch, die besonders meinen Chai Lovers schmecken wird, und einen vitaminreichen, gewürzten Apfel-Hagebuttendrink. Etwas Warmes am Abend zu trinken entspannt einfach und hilft mir auch, tiefer zu schlafen. Und warme Milch als Hausmittel zum Einschlafen kennen viele von uns ja bestimmt. Die cremige Konsistenz davon macht ganz viel von diesem wohligen Gefühl aus. Falls du also Pflanzendrinks statt Milch benutzt, dann empfehle ich dir, eine möglichst reichhaltige cremige zu benutzen, wie zum Beispiel Cashew. Den Tipp habe ich von einer Freundin, die damit immer einen richtig leckeren Kurkuma-Latte für uns macht. Dezent im Geschmack soll sie aber auch sein, damit unsere anderen Zutaten durchkommen und der Fettgehalt hilft, die Nährstoffe der Gewürze und Blüten aufzunehmen. Zum Süßen benutze ich hier Kokosblütenzucker, am liebsten sonst aber Jaggery. Und falls du Honig benutzt, dann gib den erst am Ende dazu, wenn das Getränk nicht mehr ganz heiß ist, um die Enzyme zu schützen. An welches Süßungsmittel auch immer du da, wo du bist, am besten rankommst, das wird's tun. Damit fühlen sich die Getränke für mich fast wie ein warmes Dessert an, aber du kannst sie natürlich auch ohne extra Süße trinken. Meine Zutatenliste und wo du alles bekommst, kannst du so wie immer in der Videobeschreibung finden. Und ich benutze viele gemahlene und getrocknete Zutaten, einfach weil die Zubereitung damit wenig Zeit braucht und ich sie gut lagern kann und immer griffbereit habe. Für die Kardamom-Rosenmilch zerstoße ich als erstes ungefähr 6 Kardamomkapseln im Mörser, um das Aroma der Samen und der Schale freizusetzen. Kardamom ist gut für die Verdauung, wirkt auch herzstärkend und schleimlösend. Die wärme ich dann zusammen mit Kokosblütenzucker auf ganz kleiner Hitze an, bis man das Aroma ganz deutlich riechen kann. Dann gebe ich 3/4 von einer Tasse Milch dazu. Und 1/4 Wasser. Lasse das kurz aufkochen und stelle die Hitze dann direkt wieder runter. Jetzt gebe ich ungefähr 6 getrocknete essbare Rosenblüten dazu für den wunderschönen Geschmack und ihre hautverfeinernden, stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Okay, optional, aber um der Milch ihre schöne rosane Farbe zu geben, gebe ich rote Beetepulver dazu, was auch blutdruckstabilisierende Eigenschaften hat und extra Nährstoffe gibt für gesunde Blutbildung, zum Beispiel Eisen, und in so einer kleinen Menge verändert es den Geschmack auch nicht. Das lasse ich bei niedriger Hitze höchstens 5 Minuten weiterziehen, da die zarten Rosenblüten keine starke Hitze brauchen. Dann stelle ich die Hitze aus und gebe ungefähr einen Teelöffel reines Rosenwasser, das zum Verzehr geeignet ist, dazu für einen vollen Rosengeschmack. Noch eine klitzekleine Prise Salz, um den süßen Geschmack abzurunden. Zum Garnieren zerkleinere ich eine ungesalzene Pistazie. Und streue noch ein paar getrocknete essbare Rosenblüten drüber. Ich liebe Rosengeschmack, Rosenduft, einfach alles an Rosen. Die sind so sinnlich und beruhigend und ich finde als Getränk so ein richtiger Seelenstreichler. Für die Schwarzkümmel-Vanillemilch gibt es mehrere Varianten, den entzündungshemmenden und Hormonbalance unterstützenden Schwarzkümmel zu benutzen. Du kannst fertige Schwarzkümmelpaste nehmen, wodurch du dir extra Schritte sparst. Am günstigsten und am häufigsten auch in Afro- und Asiamärkten zu finden, sind die ganzen Samen. Die kannst du mit einem Gewürzmixer oder einem sehr starken Mörser selbst zu Paste oder Pulver verarbeiten. Du kannst sie auch einfach in eine Pfeffermühle füllen und damit zerkleinern. Ich benutze hier ganze Samen, die ich erstmal im Mörser zerstoße.
Die wärme ich dann erstmal an, zusammen mit Nelkenpulver, das reinigend und antimikrobiell für gesunde Verdauung wirkt. Außerdem Zimt, was Blutzucker stabilisierend und ausgleichend wirkt. Dann noch das Süßungsmittel, heute Kokosblütenzucker. Etwas Vanille, das ist inspiriert von Nunabus Rezept auf Instagram. Und wieder eine klitzekleine Prise Salz für einen runden Geschmack. Das wärme ich wirklich nur auf niedrigster Hitze für ein paar Sekunden an, bis das Aroma freigesetzt wird. Und das merkst du dann am leckeren Geruch, der entsteht. Dann gebe ich ein Glas Milch dazu. Und falls du einen Standmixer hast, kannst du die Hitze jetzt kurz ausstellen und die Mischung, solange die Milch noch nicht heiß ist, da reingeben. Alles so fein wie möglich mixen und dann zurück in den Topf geben. Egal, ob du Paste, gemörserte oder gemixte Samen benutzt, es bleiben am Ende sowieso unzerkleinerte Partikel zurück. Die Mischung koche ich kurz auf. Stell dann die Hitze runter und lass sie bei niedriger Hitze mit geschlossenem Deckel mindestens 10 bis 15 Minuten weiter durchwärmen, sodass sich das aromatische Öl aus den Schwarzkümmelsamen freisetzen kann. Wenn du keine Partikel im Getränk haben magst, dann kannst du es durch ein feines Sieb geben, um das Gröbste abzufangen. Ich mag es auch mit und esse die Schwarzkümmelsamen beim Trinken oder danach auch gern. Mich erinnert der Geschmack einfach an Canyon Chai. Das ist ein ganz süßer Masala Chai mit viel Milch, liebe ich. Verzichte aber meistens drauf, eben weil ich kein Koffeinmensch bin und Schwarztee nicht gut vertrage. Deshalb mag ich diese Schwarzkümmel-Vanillemilch umso mehr. Das trifft meine Tastebuds genauso und unterstützt dabei noch die Herzgesundheit, die Hormongesundheit, hilft guten Schlaf zu bekommen, kann den Blutzuckerspiegel senken und für Stillende die Milchproduktion erhöhen. Wenn du den Kinderpunsch auf Weihnachtsmärkten liebst oder auch alkoholfreien Apple Cider, dann ist mein Vitamin C-reiches Apfel-Hagebutten-Getränk genau dein Geschmack. Auch hier starte ich wieder mit den aromatischen Gewürzen für gesunde Durchblutung, Verdauung und das Immunsystem. Ingwerpulver, dafür kannst du natürlich auch frischen nehmen, ganz wie du willst. Nelkenpulver, auch hier kannst du ganze benutzen. Und Zimtpulver. Zimtstangen funktionieren auch. Lass sie leicht anwärmen und dann riecht es einfach schon so lecker nach Weihnachten. Und gieße das dann mit einer Tasse naturtrüben Apfelsaft auf. Durch den Apfelsaft brauchst du dann keine extra Süße mehr. Und falls du es weniger süß magst, kannst du auch einen Apfelsaft mit höherem Säuregehalt benutzen oder ein Viertel Wasser dazugeben. Dazu gebe ich noch eine Orangenscheibe mit Schale, also von einer unbehandelten Orange, was den Stoffwechsel, das Immunsystem und die Verdauung unterstützt. Das koche ich kurz auf und lasse es bei niedriger Hitze 5 bis 10 Minuten weiter köcheln. Dann stelle ich die Hitze aus, lasse es ganz leicht runterkühlen und gebe dann einen Löffel Hagebuttenpulver dazu für extra Vitamin C, was nicht nur das Immunsystem stärkt, sondern dem Körper auch bei der Eisenaufnahme und der Kollagenproduktion hilft. Der Geschmack von Hagebuttenpulver ist zwar sehr dezent und mild, rundet das Getränk aber richtig schön ab. Und so gieße ich das dann in die Tasse und gebe noch einen frischen Zweig Minze dazu. Das ist optional, aber die Kombination ist so lecker. Man merkt einfach diese frische Kühle von der Minze auf der Zunge. Sie hat eine beruhigende Wirkung auf den Magen. Und am Ende kannst du die Minze und die Orange ohne Schale dann noch essen, nachdem sie den ganzen Geschmack von den Gewürzen aufgenommen haben. Also mach's dir gemütlich, lass es dir schmecken und wir sehen uns im nächsten Video.